Ja, hallo ihr lieben Internetleute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wo sind wir stehen geblieben? Ach so, letzte Folge, tja, hatte ich ja einen Malheur, dass mein Computer abgestürzt ist. Ich dachte, ich habe ja die 36 Minuten, wo ich aufgenommen hatte, und dann ist der Computer abgestürzt. Ich dachte, die hätte ich retten können, aber die Datei war total zerstört. Ich habe dafür ewig gebraucht, zumindest die ersten 9 Minuten noch in das Video einzubinden. Aber naja, viel verpasst habt ihr nicht. Da war halt nur eine Hol- und Bringaufgabe. Am Strand, ja, in der letzten, hier am Strand war halt ein Bärenhöhle. Der Aussichtspunkt aufgedeckt. In der Höhle war eigentlich überhaupt nichts los. Ein paar Schlangen, ja. Aber ansonsten wie immer. Diese Höhlen, die sind ja eigentlich, diese Ruinen oder Gräber sehen ja im Prinzip immer gleich aus. Was ein bisschen schade ist. Ansonsten war hier eine spartanische Frau. Und da sollte ich halt zu den Spartanern irgendwas bringen und das war's. Also mehr war das nicht. Ja. Und dann sind wir ja wieder eingestiegen, wie ich dann hier in Kintos Ruinen gewütet habe. Eigentlich fast die ganze Folge lang. Ja, das war dann. Und dann sind wir hier rüber, ja. Und jetzt treiben wir hier unser Unwesen. Gasthaus Cup. Das Gasthaus Cup. Was ein Name. Ich guck mal gerade, ob da irgendwo historische... Naja, doch. Tatsächlich, hier. Mykonos. Dem Mythos zufolge bestand die Insel Mykonos aus den versteinerten Leichen der Riesen, die von Herkules getötet worden waren. Die gleichnamige Stadt war berühmt für ihren blauen Granit und die zahlreichen Quellen. Unentdeckter Ort, ja, ist ja klar, ne? Von uns Zwillingsschwester liebte die Jagd und war stets mit einem Bogen bewaffnet, den sie gegen Tiere und Menschen einsetzte. Ihre Pfeile sollen einen sofortigen Tod gebracht haben. Das haben so Pfeile an sich, ne? Je nachdem, wo du triffst. Die Verkleidung eines jungen Mädchens bzw. einer jungen Jägerin führte Artemis die Menschen durch die... Artemis heißt das doch, ne? Die Menschen durch die verschiedenen Lebensphasen und stand ihnen im Kampf bei. Bei einer Schlacht brachten ihr die Griechen unter dem Namen Prothera Jägerin eine Opfergabe dar. Komisch, ist das hier dann schon aufgedeckt? Weil, ich glaube, was verdeckt ist, das siehst du doch noch gar nicht. Es ist hier auch noch nicht historische Orte, ne? Also ist das gerade so in diesem Aufdeckbereich, ne? Das kann sogar sein, dass hier auch noch immer irgendwie eine historische... Was ist Historisches zum Vorlesen? Sich verstärkt. Gesteckelt. Okay, Leute. Dann. Ein Fragezeichen. Ich gehe mal von aus, dass es wirklich, das ist manche Leute, ich habe im Internet, das sagen viele, dass der Computer einfach abstürzt. Und das ist halt wie eine Hitze, denke ich. Oder halt wegen irgendeinem verstecktem Windows-Update, ne? Windows 10 Update, weiß man ja nicht. Obwohl das ja eigentlich gar nicht mehr geupdatet wird, ne? Obwohl, wenn man diese Jahresregistrierung macht, dann schon noch, ne? Aber Windows 11 soll so schlecht sein, also ich weiß nicht. Eigentlich sollte ja jedes, oder ist ja jedes Windows schlechter wie das vorige, ne? Ich bin so damals zum Beispiel ewig auf Windows 7 hängen geblieben. Bis ich dann mich da mal errungen habe, Windows 10 zu holen.
Aber das war nur, weil irgendwann ist es ja auch notwendig, ne? Aber Windows 11 ist Müll. Nicht notwendig, Leute. Der Bill Gates, der braucht kein Geld mehr, der hat genug. Verdient genug an Impfungen und sowas. Und Stechmücke, die der impft. Und macht ja noch alles. Ich muss vorsichtig sein. Also verbrecherische Sache halt. Ja. Meine Augen verbrecherisch. Na, die sieht genauso aus wie die Höhle davor. War ich da schon mal drin? Hä? Natürlich war ich schon mal da drin, warum latsche ich denn da rein? Wieder verwirrt. Rede und denke, das ist meine Stärke. Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren, Leute. Machen wir mal wieder ein bisschen Chaos stiften, ne? In dieser friedlichen, wunderschönen Insel. Wenn der Alexios, mein alter Ego, dann da hinkommt, da ist die Hölle los. Mhm. Oh, ein rosa Schild. Aber du, jetzt halt, du brauchst das gar nicht. Das sind definitiv Athener wie eine Eule, ne? Ich denke, die Eule war so das Standardsymbol von Athen, ne? Ach Gott, ey, aufgehangen. Brutal, ey. Jemand hat keine Kosten gescheut. Sieht man mal ziemlich besetzt aus hier, das, ne? Also die ursprüngliche Besitzer beseitigt wurden und dann einfach übernommen wurde, ne? Warum sollen denn da irgendwelche Leichen jetzt rumliegen und so? Sonst. Ich finde, da macht das Assassin's Creed Odyssey nicht so besonders gut. Die Geschichte von den Schauplätzen, ne? Weiß man jetzt zum Beispiel nicht, ja, was soll das hier jetzt darstellen, ne? Warum sind die Soldaten hier überhaupt? Ja gut, Haus des Anführers, ne? Was für ein Anführer?
Athena-Anführer, Anführer der Insel, der Bevölkerung oder? Da hätten die vielleicht doch ein bisschen, keine Ahnung, irgendeine kleine Story, ein paar Schnipsel, die man findet, der vielleicht seine Steuern nicht bezahlt hat und deswegen wurden die besetzt oder sowas in der Art. Heute stirbst du! Doch nicht! Das wäre zum Beispiel ganz nett gewesen, ne? Dass das halt immer so ein bisschen mit einer Story verbunden wäre, ist. Weil so sind das dann einfach nur Schauplätze. Die ähneln sich einfach, ne? So wird man sich die vielleicht auch ein bisschen genauer angucken, ne? Wenn das so ein historischer Hintergrund hätte oder keine Ahnung. Hier bringe ich dich um. Hab ihn gefunden. Haben sie aber aus alle Löcher. Ich kann auch meinen Speer benutzen. Den habe ich zwar nicht aufgelevelt, aber muss ich als nächstes Mal machen. Ne? Ja, so wie das aussieht, sind die schon alarmiert. Ja klar, ich lasse ja jede Leiche liegen. Ne? Ich muss dann aber da hoch. Jetzt guck ich mal gerade, was bringt das mir eigentlich? 14.944. Hat sich nichts verändert. Zumindest mal geldmäßig nicht. Ausprobieren. Bleibt nichts stecke. Moment. 14.974.
Was kriegt man da wenig für? Ich denke immer, da kriegt man so 1000 oder sowas. Voll wenig. Wunder, und ich kein Lobby habe. Haben die Leute so aufgehangen, ey? Weiß jetzt keiner warum, ne? Erzählerisch schwach, Ubisoft. Gut, jetzt hat er natürlich, das hat was mit der Hauptstory zu tun. Glaube ich aber eher weniger. Ja, vielleicht erfährt man ja nochmal. Oh, Glück gehabt, Babe. Oh, ist die Kuh denn tot? Altersschwäche, oder? Wir werden ein fettes Kopfgeld auf dich aussetzen. Was? Befehlshaber ist dann noch? Okay. Ein Anwesen, ja? Ah, ist aber nicht Befehlshaber, oder? Du hast den nicht. Hey. Aha, da! Besitzneit, griechische Welt, Mykonos. Gehe zum größten und üppigsten Haus in Mykonos. In einem Bad, gefüllt mit roten Blütenblättern und mit einem großartigen Blick aufs Meer, findest du mich auf einem Tisch. Größte Haus in Mykonos. Da ist das größte Haus, ne? Ich gehe davon aus, dass hier ist ja, so wie es aussieht, noch Gebirge. Gebirgisch. Da ist vielleicht noch eine Stadt. Ich brauche der Befehlshaber noch. Und dann muss ich zum Schmidt. Die Drecksbefehlshaber. Die suche ich eigentlich immer. Ich will Origins ja schon immer. Ich spawnen die ja erst, wenn alle anderen tot sind.
Eher weniger, ne? Geht wahrscheinlich in irgendeiner Ecke und ist gerade am Pinkeln. Ach, da hinten. Sehr schön. Nein, ich will auf dich drauf hüpfen. Geh doch voran. So, ein zweites Loch gebohrt, ey. Ich hab auch einen Speer. Okay? Ich hab kein schönes Schild. Du. Ich hab voll des Neides. Ja, das ist nicht schön. Wenn man sich die Schilde nicht mitnehmen kann und so. Das nennt man spielerische Freiheit, Ubisoft. Wenn man das hätte können. Wir wollten das aber nicht. Gut, ich hätte wahrscheinlich eh nicht genutzt, aber... Geht um Prinzip. Zack. Sehr schön. Was genau suchst du? Ich kaufe erstmal dein ganzes Leder. Das ist nämlich ein bisschen Mangelware hier im Spiel. So. Verkaufe ich mal, ne? Ich brauche nämlich Geld. Na, Ubisoft, ja, habt ihr die ganze Mühe umsonst gemacht bei mir. Ganze Dinger da zu kreieren. Hättet ihr mal ein bisschen weniger Zeit investiert in so einen Müll. Und mehr in andere Dinge. So wahnsinnige Steigerung ist das aber nicht hier, ey. Auch nicht. Aber hier meine Speer. Sogar der Bogen geht noch, Leute. Geht auch noch. Ja, warum nicht? Ich jetzt investiere, habe ich dann nachher nicht so viel Geld auf einmal wieder. Am Arsch. Stückchen für Stückchen an Ziel. Gut. Wunderbar. Was tun kann, sag es nur. Nächstes Mal müsste ich vielleicht mal mit der Gravuren gucken, dass ich die Stadt noch ein bisschen steigere. Wandelnde Drachen, ich mach's kurz und knapp. Ach nee. 31. Marius die Blume. Marius war leicht reizbar und ergötzte sich am Schlachtgetümmel. Doch die anderen Truppen nannten ihn heimlich die Blume, weil er gelegentlich weinte. Es heißt, einmal habe ein Mann über ihn spotten hören. Er tötete ihn und legte
einen Garten mit seinen Knochen als Blume an. Ah. Okay. Irgendwann wirst du müde. Ich habe mich ja jetzt ein bisschen verbessert, also gehe ich mal von aus, dass ich den ja wohl besiegen werde, oder? Ach, Glück. Hades ist Schatz für uns beide. Hast du mich scheinbar erwischt, Mann? Kannst du doch nicht tun! Very easy. Das war gut mit dem Speer, da halte ich die schön vom Leib. Also für Söldner ist der gut. Habe ich da in Zukunft ein bisschen mehr Chancen dann, ne? Okay. Πράσινα βοτάνια και έδωκε στον έλεον γεύση ωραία και ζωηρά. Δοκιμάστε. Mykonos. Mykonos sagt mir irgendwas. Ich will jetzt auf jeden Fall mal meinen Chef rufen, ne? Ja, das Schiff dadurch überhaupt gar nicht verbessern, kein bisschen, ne? Aber ich vermute mal später, wenn wir mit Sicherheit ein starkes Schiff brauchen. Sonst würde das absolut keinen Sinn machen. Das ganze Geld zu verschwenden. Würde ich lieber in meinen Charakter das investieren, oder? Mal schauen. Welche Folge sind wir jetzt? 26, 27, ne? Sind eigentlich doch ganz gut dabei, oder? Was ist das Ziel? Unter 100 Folgen, ne? Gut, es kommen nur noch die DLCs dazu, ne? Und hier der riesen Kontinente. Ja. Ich denke, das schaffen wir, Leute. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich bin keiner, der Content streckt. Weil ich mit euch ja so viel wie möglich erleben will. An Spiele und so. Und für manche, die eine halbe Stunde ein Video machen. Oder keine Ahnung. Hauptsache, die haben viele Videos, ne? Carenos di Agora. König ist das.
Wenn es eine Sache gibt, die Carenos die Agora bekannt machte, dann war es dieser Augenblick in der Agora, in dem er rief, ich bin die Versammlung. Überraschenderweise ging es gut für ihn aus, aber großartige Dinge finden ja immer ein spannendes Ende. Könnte ich den jetzt töten, wenn ich das möchte? Die Frage ist dann, welche Herrschaft ist er? Ach, das ist so eine Athen. Beides ist so eine Athen. Aha. Das Kopfgeld haben wir uns eben den Auftrag geholt, ne? Na gut, das sind... Wird sich sogar da lohnen, nochmal darüber zu schippern, ne? Das ist normal. Gott, ey. Kacken wir doch mit Sicherheit ab, Leute. Was macht das eigentlich dann leichter für mich? Guck mal, gerade kann ich den um die Ecke bringen. Leichter ist natürlich auf Seiten Athens, aber ich möchte, ja, das Sparta die Oberhand gewinnt irgendwie, ne? Besser hat. Ich war nett. Jetzt. Kopfgeld für einen Söldner. Schalte den Söldner. Ach, 33. Der ist mal ein bisschen zu stark. Direkt auch wieder ein Söldner. Nicht angesetzt. Was hat er mir jetzt gebracht? Wahrscheinlich gar nichts. Ja. Ich glaube, ich würde mir das Leben um einiges... Damals Kefalenia. Marcos würde es sicher hier gefallen. Wenn man, glaube ich, um einiges einfacher mache, wenn ich mal diese Hauptstory weiter spielen würde. Aber ich wusste ja nicht, wo dieses geckige Orakel ist und ich vergesse jedes Mal danach mal zu googeln. Zu gockeln. Und dann kann ich nämlich meinen Charakter auch irgendwann mal verbessern, wenn ich da mal vorankomme, ne? Weil ich habe so viele Fähigkeitspunkte, kann ich doch gar nicht einsetzen. Kampf entgehen muss ich verstecken. Spät, jetzt bin ich schon reingelaufen. Weißt du? Typisch Alexios. Also eigentlich ein anderer Schlaf wie die Japaner, ne? Wir haben höchstens auch nur so eine Rollmatratze oder so, ne? Also alte Tradition. Gibt ja noch genug, die das machen in Japan, weil es besser für den Rücken ist. Komischerweise. Wenn man so hart wie möglich schläft. Was ich mir sagen lasse. Ich weiß es natürlich nicht, Leute.
Das ist diese Artemis gewesen, glaube ich. Ist das jetzt ein Tempel oder ein Haus? Weil das ist ja auch dieses komische Rätsel da, ne? Diesen Blüten. Das sieht nicht so aus. Ein Tempel. Μεγαλώνει με θεά, αγλαώτη με τεχνών μήτυρ, πολίων. Das betet der ein Haus an, oder? Ist doch gar nichts. Spinner. Da laufen ja schon ein paar Söldner rum, ey. Warum nur auf der Aussichtspunkt, Leute. Ja, wo ist der dann? Da. Der ist hinter mir her. Ist wieder erstaunlich viele Männersöldner hinter mir her sind, ne? Porphyrion-Höhle. Stufe 33 der Söldner. Dafür ein Bauer. Sagt mir nix, die Statue. Oh, das sieht man auch relativ selten. Hier so Soldaten woher laufen oder reiten. Aber das ist ja das Opfer. Giftkopf.
Boss ist auf deiner Seite. Jawohl. Wenn man stärkere Waffe hat, Leute, geht das. Noch einer mehr. Hätte ich mich jetzt auf einen Schwertkampf mit dem eingelassen, keine Chance, der hat mich platt gemacht. Oh. Bitte so lange stehen, bis die Fackel ausgeht, ja? Beweg dich, Mann. Eins, zwei. Sind die freundlich? Es gibt Gerüchte um eine... Wenn du mitmachen willst, dann guck nur, wer am Morgen müde, verletzt und gut verschmutzt. Ja, ich denke, ich sollte besser gar nicht darüber reden. Ich ja noch lang warten können, ha? Machen wir ja gar nichts. Kyra wird uns zum Sieg führen. Ich reiße jeden in Stücke, der sich hier in den Weg stellt. Das ist mit Sicherheit irgendeine Quest Gegend, ja? Da hochgehen. Διατίου δύναμε κοινήν, έφρυξα. Keine Ahnung, was das hier soll. Sobald ich was klaue, kommen diese Söldner, ne? Oh, ihr zwei Süßen. Amüsiert ihr euch schön? Ja, wärmt ihr euch was dann am Feuerchen? Wo schlaft ihr jetzt nicht herin, ey? Ich kann nicht mehr raus, ohne mit dem zu kämpfen. Oh, was ist das denn? Faszinierend. Oder komme ich jetzt ganz woanders da raus? So, ein Deich am Schwimmen, oder?
wird schöner Swimmingpool, ha? So, die ganze Blüte hier am Rumfliegen. Keine Ahnung. Also, ich bin hier reingegangen. Da ist ein Rätsel noch drin. Bin hier rausgekommen? Aha. Ist ja doof. Muss ja wieder rein. Ο πατήρ μου λέει ότι είναι μια στέλνη. Da oben. Eine Steine, ne? Kann ja das Rätsel sein. Muss das halt bei den Leutcher sein, das Rätsel. Anscheinend war der Heerführer mit unserer letzten Schlacht nicht zufrieden. Wir haben zu viele Soldaten verloren. Ist das so? Solange wir in Übung bleiben, ist alles gut. Gegen den spartanischen Mut kommen die nicht an. Malaka. Kannst du nicht mal den Mund halten? Was immer auch passiert, ich gehe kämpfend unter. Bleib nur in meiner Nähe. Aber das Dumme ist, ich kann der Vogel nicht machen, wenn ich in so einer Höhle bin, ne? Ich will Feuermann machen soll, ne? Mensch. Bin gespannt, wenn ich rauslaufe. Was mir der Ausgang finde.
Lexios. Oder hast du das? Marmorne Moral. Suchen nach dem Marmorsteinbruch am Gasthaus Cup. Ich wurde zusammen mit den Leichen vieler erschöpfter Sklaven in eine Grube geworfen. Eine brutale Welt, ey. War jetzt richtig, oder? Krass, ey, wie schnell die Zeit vergeht. Fast schon wieder eine Stunde. Ich noch gar nichts erlebt. Wir wimmelt's auch wieder von Söldnern, ey. Hey. Ella! Ella! Die Artemis des wilden Landes, die Herrin der Tiere. Also voll unter der Rock gucke. Sieht man noch nichts. Wohl. Sieht komisch aus, da die Stelle. Oh Mann. Ja, eine Jägerin, die Jagdgöttin, ne? Also diese Göttin für die Jagd, denke ich mal. Da ist ja auch die, die mir diese Aufträge von die Arbeiten des Herakles gegeben hat, ne? Herakles. Jetzt müsst ihr den abschießen, so tschu, und weg. Und aussieht. Ja, Hauptsache die Beine mal schön so auseinander, ne? Ja. Weiß ich, warum die Alsara, die Cassandra, die wäre die wahre Protagonistin. Das ist ja genauso wie da. Sieht immer so aus, wäre das voll das extreme andere Landschaft, wenn er verdeckt ist. Geh mal gleich hin, komm. Lass mich jetzt gerade abschießen. Und Schuss. Bin ich schlecht. Bloß nicht Hier. sehen lassen. Da ist so der Steinbruch. So in irgendeiner Grube oder wie? Die Leute drin geschmissen wurden. Das ist eigentlich total einfach, ne? Die Rätsel zu finden. Theoretisch.
Verfluchtes Feuer, geh aus! Ernsthaft? Muss es so schaffen? Top. Ja komm, der schreckt im Glas, ey. Ich will auch kein Pickel in der Hand. Oh. Die Athener, die kommen mir vor wie die Römer. Ja, total Ähnlichkeit irgendwie so ein bisschen, ne? Von der Helme und alles. Ich hoffe, du Nee, oder? Da kommt noch einer. Au. Und weg. Jetzt bin ich gleich. Bin ich gleich Matto. Ist aber knapp. Jetzt mal gerade, wie viel ich hier so tun habe. Okay. 31, 32 könnte man sogar schaffen. Dein Tod bringt mir viel Geld ein. Verringert die Konkurrenz. Oh, knapp.
Jetzt nicht mit gerechnet, dass da ein Löwe ist. Aber, komm mal mit. Komm mal mit. Wo ist er? Da war doch ein Löwe. Warum greifst du den nicht an? Sehr schön. Gerrit dem, der Nikoles findet und tötet. Dieser feige Verräter hat sich vom Athischen Seebund abgewandt. Zuletzt hockte er wie eine dreckige Ratte auf dem Kintos-Hügel auf Delos. Ah! Wo ist der Löwe? Können wir doch helfen? Wer ist er? Löwe! Greif die an! Ja genau. Beschäftige die mal ein bisschen. Giftmischer, ey. Einer, der hauptsächlich mit Gift zu tun hat, Schwanz. Rein! Komm mal mit Gift, Mann! Sehr gut. Nochmal lass ich dich nicht! Und Kojak. So, du hast ein schönes Schild. Und eine schöne Frisur. So, da hast du es. Leg dich nicht mit dem Besten an. Stirbst du wie alle dann.
Ich muss mich verdeckt halten. Da lebt ja noch einer. Oh. Das ist der Chef, ey. Bleib ruhig so stehen. Wer lernt nicht zu kämpfen? Das war mein Daddy. Da könnte es sein, ne? Das ist das. Wird da runtergeschmissen. Ernst, wo kommen die dann her? Jetzt mal ganz im Ernst, gell? Du hast doch, ich mach das doch, um damit Athen zu schwächen, ne? Müsste doch irgendwann diese Herausforderung schwer auch mal auf normal gehen oder so. Gespannt, ich mach das hier alles und dann gucke, ob sich da irgendwas verändert, aber ich glaube nicht. Ja, meiste Marmor in dieser Qualität, der helle Marmor, kam auch, glaube ich, aus Griechenland, ne? Steht ja alles hauptsächlich aus diesem Gefels und Gestein.
ich bin immer noch der Ansicht, oder dass die da höchstens das Fragmente rausgeschlagen haben und das dann halt mit dieser speziellen Mischung die gegossen haben, ne? Ja, nicht alles, aber die riesigen Gesteine. Die weiß ich wie viel Tonne wie und so weiter. Das wäre doch viel zu viel Aufwand. Überleg doch mal, du würdest hier so einen Block rausschlagen. Das ein Aufwand wäre, das da runter zu bekommen, auf Schiff zu laden und je nachdem wohin, die Schiffe, die können ja auch nicht so viel tragen. Also, mal so logisch gedacht, ne? Ich glaube, die hatten damals dann auch Besseres zu tun, wie sich so viel Mühe zu machen für so 3-4 Quader. Oder wie man die Dinger nennt. Ja komm. Dann mache ich das hier gerade, ne? Wenn ich dann schon in der Nähe bin. Entdeckt. Gutes 29 ist ja eigentlich schnell Blatt, ne? Da liegt er ja schon. Oh, die Goldjungen, ey. Schon ziemlich schwierig. Bis hier. Prozess mit dir! Konntest du das tun? Weiß ich nicht, ich hab's einfach getan. Mich? Klein und wuselig, ja, schnell und wuselig, so. Hör mal, wann sterben die dann mal? Jeder ist für den Kampf gemacht. War auch gut, ey. Unser Kollege stirbt, nicht jeder ist für den Kampf gemacht. Du Schwächling. Befehl zur Tötung des Abtrünnigen. Ehre dem, der Neokles findet und tötet. Dieser feige Verräter hat sich vom attischen Seebund abgehakt. Das habe ich schon mal vorgelesen. Also, Elite-Soldaten, ne?
Was? Da waren nur 2 Wölfe nur. Schiffsdock. Oder lade ich gerade mal runter? Jetzt wie Möwe angehört, da waren aber keine Möwen. Keine Ahnung. Da keine Möwen, oder? Tauben. Falsche Sounds, Ubisoft. Vielleicht vertan. Oder die falsche Viecher, ne? Brief von Thaledas, meine Könige, wir haben die Ufer von Telos erreicht, jedoch nicht ohne Verluste. Die Festung von Mykonos war bereits in Sicht, als Athener unsere Schiffe versenken. Die Heldentaten meiner Großvaters bei den Thermophilen sind fortan nur noch bloße Erinnerungen, denn sein Helm ruht nun auf dem Grund des Meeres. Die Männer sind guten Mutes. Ich werde erst zurückkehren, wenn ich diese Insel für Sparta erobert habe. Thaledas. Wir sind freundlich. Am Anfang habe ich hier alle noch umgebracht, ne? Das war meine Markierung. Auf dem Meeresgrund. Kann gut sein, ne? Da ohne was gibt. Wo jetzt sind die Soldaten? Hier ist wirklich nix. Okay. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Okay, das sind Athener. Bleib sofort stehen! Die kann ich ja killen. Deckung! Wer ist da? Vorwärts! Ah! Nein!
dank dir allein. Biggie, gleiche! Ist man nicht eingezeichnet. Ja. Aber zu verbrennen. Ich dachte mal, in der Folge bin ich mal so ein bisschen mehr zu Fuß unterwegs. Die kurze Strecke da sieht zwar immer so weit aus, aber was ist das für ein Schiff, ey? So, Dattelpalme, ne? Ja. Müsste ich schon mal wieder essen, ne? Schon ewig nicht mehr. Als Kind haben wir die immer mitgebracht bekommen. Haben immer gern gegessen als Kinder. Ja, vitaminreich, Leute. Ich glaube, da war mal so eine Studie, wo könntest du dich jahrelang, glaube ich, von Datteln ernähren oder so. Ohne Mangelerscheinungen, wohlgemerkt. Also wirklich so ein Superfood, ne? Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Ach, wieder einen direkten Kampf. Seid ihr noch Banditen, so wie ich sehe, ja. Ja. Wir schmeißen die Banditen aus. Sieht mal aus wie ein Söldner, oder? Hier hat jemand ganz unhörer. Oder? Nee, doch nicht.
was gesehen? Keine Spur. Sucht weiter! Ich schieß euch auf! Du kommst nicht. Da stimmt was nicht. Eindringling! Ja! Noch nicht weg! Barracuda-Insel. Ich muss mal gucken, dass ich die Folge doch ein bisschen länger mache, ne? Also ja, die Insel mache ich jetzt auf jeden Fall noch fertig. Haha. Das war aber zu weit. Hm. Pferd. Na los! Ich habe nach dir gesucht, wegen deiner Nachricht. Was ist passiert? Meine Schüler und ich diskutierten über den intrinsischen Zweck. Die Gründe, weshalb die Götter oder die Natur die Welt geschaffen haben. Mein Zweck ist es, Probleme zu lösen. Meist mit der Klinge. Wie der Löwe das Problem zu vieler Antilopen löst. Das ist nur natürlich. Aber all das Gerede über die Natur und nicht nur über die Götter hat die Anhänger des Ares auf mich aufmerksam gemacht. Sie haben mich bedroht. Das heißt, ich soll den Beschützer spielen. Lob und Anerkennung, wenn du einschlägst. Tust du's? Also gut, ich gebe dir Deckung. Das für welche? Kannibale-Cup oder wie? Boah. Sis-Lord oder wie? Ah, bist ein Sis. So wie du kämpfst. Sieht aus wie so ein Wikinger, ey, mit dem Helm. Oh, verschwunden. All verschwunden. Das löst das Problem fürs Erste. Auf dich ist wirklich Verlass. Du bist in Sicherheit. Das hast du wirklich gut gemacht. Bitte, nimm dies als Dank. Ich helfe doch gern. Das Mysterium des Leidens. Oh, sorry. Leute. Ich glaube, da muss ich rausschneiden. Vor was im Hals.
Kannst du vielleicht gerade Hilfe gebrauchen? Söldling, Ach, die schon wieder. ein Stück hat das ganze Publikum mitgenommen. Sie haben alle geweint. Ich habe mehr Talent, als mir gut tut. Und warum freust du dich nicht? Das Stück wurde verboten, weil es Leiden auslöst. Die Soldaten bewahren meine Schrift im Lager auf. Ach, gäbe es sie doch gar nicht. Ich muss sogar eine Strafe zahlen und weiß nicht wie. Das heißt also, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede deiner Drachmen hilft. Bedien dich. Eine schwere Mission, ey. So, Leute. Im Prinzip sind wir hier auf der Insel fertig, natürlich. Werde ich versuchen, die Insel für Sparta zu erobern. Aber das werde man dann versuchen in der nächsten Folge. Und bis dahin, Leute, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. PJ Gaming. Ciao.